Mariannas Bubblegums von Romy van Maade. Ein lautes Blopp knallte und schallte durch den kleinen, mit grün-pastellfarbenen Keramikfliesen ausgekleideten Laden in der langen, schmalen Schumaliergasse. Diese Straße war links und rechts von einer mannigfaltigen und das ganze Jahr über blühenden und früchtetragenden Obstbäumchenallee umrahmt und am Rande der kleinen Altstadt Comege im ewig grünen Tal des Overgansgebirges zu finden. Was dieses Tal, diesen Ort, diese Gasse und ja, diesen speziellen Laden so einzigartig auf der ganzen Welt machte, war der unvergleichlich süß-herbe Duft von Kirschen, Pflaumen und Mandarinen und die Mischung von rosa Kandiswatte und grünen Grapefruitspritzern und einigen bitter schmeckenden Tropfen Seelengold. Wie, das glaubst du mir nicht? Nun, wärest du in Comege, bräuchtest du nur die Zunge herausstrecken und du würdest das alles und noch viel mehr schmecken und mir recht geben. Und noch etwas anderes sollte diesen Tag, diesen Laden, samt seiner Inhaberin Marianna, der meisterhaftesten Kaugummi-Süßzeug-Kreatorin auf der gesamten Welt, so berühmt machen, dass du nun diese Geschichte rund um die Entstehung dieser weltberühmten Bubblegums lesen möchtest. Also beginne ich für dich von vorn. Marianna war gerade mit der Verkleidung ihrer Wände mit den eigens von Großfliesenmeister Sepp in Mintgrün, Salbeigrün, Lindgrün, Eukalyptusgrün und Jadegrün angestrichenen und gebrannten Fliesen fertig. Da klingelte die kleine Messingglocke. Diese Glocke hing ursprünglich in einer versteckten Bergkapelle am Fuße der hochgebirgischen Kletterkante des hochverehrten Overgansgebirges. Die Kapelle war eine vom Urmeer ausgespülte Höhle und die Glocke bimmelte dort bei eisigen Winden oder heißen Stürmen. Vor 5 Jahren riss sie in 2 Teile und wurde von den geheimnisvollen Bewohnern jenes Bergmassivs, die von den Talbewohnern liebevoll Overganser genannt wurden, in eine Steinschale mit Moos gebettet und gut sichtbar für Wanderer der unteren Regionen neben einen Sandweg auf einen Steinhaufen abgelegt. Diese kleine Messingglocke gelangte so in Mariannas künstlerische Hände. Sie klebte die 2 zerrissenen Teile mit Hilfe ihres speziellen Kautschukklebers wieder zusammen und die kleine Glocke klang schöner denn je, nahm Marianna zumindest an. Na, gehen wir zurück in die Schumaliergasse. Dort kam gerade, obwohl Mariannas Laden erst in 40 Minuten offiziell öffnete, dennoch stets eher aufgeschlossen war, eine aufgeregte und voller Apfelblüten, Orangenpollen und von überreifen Pflaumen bekleckste Dame herein, die auf ihren dunkelbraun gelockten Haaren einen runden Hut trug. Sie rollte aufgeregt mit den Augen, während sie versuchte, ihre Schnappatmung in den Griff zu bekommen. Marianna neigte ihren Kopf und zog eine ihrer goldblonden und sehr buschigen Augenbrauen hoch. Benötigen Sie einen Schluck Quellwasser?« fragte sie die unbekannte und immer noch nach Luft japsende Frau. Die Dame, die an einem anderen Tag, womöglich noch am frühen Morgen, sehr vornehm gekleidet und tiefenentspannt war, machte nun einen überaus zerstreuten und durchgeblasenen Eindruck. Auch ihre Eleganz war wie ihre Haarpracht völlig zerzaust. Der geblümte Rock stand auf einer Seite hoch, so dass man ihre cremefarbene Spitzenunterhose sehen konnte. Die Bluse war voller Fruchtkleckse und Pollenstaub, und die kleinen frechen bunten Blüten klebten an ihrer feucht und nun sehr durchsichtigen Chiffonbluse sowie in ihrem Gesicht. Ihr Hut hatte nun, sicherlich nicht zur Freude des Hutmachers, ein ganz extravagantes und zu viel des Guten ist eben doch zu viel Floraldesign.
Marianna bekam aber nur ein als Antwort, worauf sie auch noch ihre zweite goldblonde Augenbraue nach oben zog und ihren hübschen Kopf auf die andere Seite neigte. Die rätselhafte Dame hob unter ihren Arm und zeigte mit ihrer von einem riesigen türkisfarbenen Juwel geschmückten Hand zum großen Ladenfenster. Erst jetzt bemerkte Marianna, dass draußen in der Chaumaliergasse ein heftiger Sausesturm tobte, der alles durch die Luft pustete, was sich nicht fest genug an Laternenmasten oder Baumstämmen oder an anderen Leuten aus Komege festhalten konnte. Herr Flotter flog gerade vorbei und winkte Marianna zu, gefolgt von Frau Cocker, die mal wieder lauthals schrie. »Oha!« rief Marianna und beschloss, dem Ganzen sofort Einhalt zu gebieten. Sie rannte in ihre kleine Zauberküche, griff zum Kupfertopf, nahm hier und da etwas aus den Regalen und Schubladen und rührte in Windeseile, ohne Küchenmaschine oder Quirl, sondern mit bloßen und überaus geübten Händen etwas zusammen, was aussah wie eine zähe Kaugummimasse mit Glitzerflocken. Dann öffnete sie die Tür, klebte links und rechts unter ihre schicken Lieblingspantouletten 2 Kleckse dieser Masse und stemmte ihre Füße entschlossen in den Türrahmen. Sie schaute hinter sich und rief zu der immer noch japsenden Dame: »Hinsetzen und festhalten!« Der aberwitzige Sturm wollte auch Marianna unter den Rock. Aber da hatte er die Rechnung ohne die Süßklebe-Konditorin gemacht, denn Marianna trug heute mal einen Hosenrock. Ihre blonden Locken, die immer noch mit bunten Lockenwicklern eingedreht waren, mussten dafür dran glauben. Und sie wurden richtig durchgepustet. Aber das war nicht schlimm. So wurden sie auf natürliche Weise föhngetrocknet. Marianna hielt den Kupfertopf fest in ihren Händen, während die von den Wicklern losgelösten Haarsträhnen durch die Luft zischten wie kleine Peitschen. Dann, die Füße wie Wurzeln eines Baums fest verankert, formte sie Kugeln und warf diese mit dem Wind nach draußen. »Hier, fang!« rief sie. Herr Flotter, der wieder vorbeiflog, fing eine Kugel geschickt auf. Wenig später kam auch Frau Cocker, die ihre Chance 1-2 Mal verpasste. Sie war nicht gerade eine Kugelfangkönigin. Doch ihr Hund, der kleine Cockerspanier Winfried, kam ihr zu Hilfe und schnappte sich mit einem herzhaften Biss eine Kugel wie eines seiner Wurfstöckchen. Mit aufgeregten Beinbewegungen schwamm er durch die Luft zu seinem Frauchen und klebte sie und sich an einem Baum fest, direkt neben dem Keramikfliesenladen von Meister Sepp. Als der Sturm genug geblasen hatte, zog er weiter. Die Bewohner von Komege, wie sie genannt werden wollten, traten aus ihren Häusern und schauten sich das Blumen-Blüten-Früchte-Chaos an und lächelten. Abermals hatte Gevatter Wind für neue Fassadenfarben und Muster gesorgt. Du siehst, dieses Kesse-Wind-Spiel kam häufiger vor, doch die Überraschung blieb jedes Mal, da der Wind sich niemals ankündigte. Mariannas Spezialklebemasse konnte man sich daher auch nicht bereitstellen, denn diese war aus Naturkautschuk und nach einer gewissen Zeit, ob nun im Kupfertopf oder im Keramikpott, ließ ihre Klebekraft nach und sie wurde unverdrossen spröde. »Aufgepasst!« rief Marianna und holte aus ihrer von Frau Latschengeier genähten Schürze eine Klebewiederlösen-Tinktur und tropfte sich diese unter ihre Schuhsohlen. »Aufgepasst und hingehört!« rief sie abermals. »Herr Flotter muss irgendwo kleben. Sucht ihn mal!« Nach weniger als einer Stunde war alles so, als wäre nie etwas gewesen, abgesehen von den neuen Farbanstrichen der Häuser. Der nächste Regenguss würde alles wieder abwaschen. Und wenn die Komeger eines sind, dann gelassen. Gelassen hing auch Herr Flotter am bunten Mosaikfenster der Kirche, mitten auf dem Marktplatz. »Hallo, hier bin ich, nix passiert«,
winkte er munter hinunter, und die Menschenmasse, die einzeln nun vorzustellen, das wäre jetzt der Namen zu viele, winkte fröhlich zu ihm hinauf. »Ja, wir sehen dich, Karl-Heinz!« Nachdem Marianna Herrn Flotter mit ihrer Tinktur von der Fensterscheibe gelöst und Bernd und Olaf Kupczyk, die stärksten Männer der Gemeinde, ihn aufgefangen hatten, lud Karl-Heinz Flotter alle zu einer Runde Gartenlimonade in seinem großen Hinterhof ein. »Ho, Mensch, das war ja wieder ein Ding«, frohlockte er und pfiff ein Liedchen. Die Bewohner folgten ihm wie die Gänse im Gänsemarsch und pfiffen mit. Nach einer geselligen Runde mit Brause und großem Gelächter verabschiedete man sich wieder. Auch Marianna stand von ihrem Hocker auf und wie von einem Geistesblitz getroffen, und unter einem quiekenden »Ciao, Kakao« rannte sie plötzlich los und erstürmte ihren Laden, wo noch, und Gott sei es gedankt, jene elegante und irgendwie auch geheimnisvolle Dame saß. Marianna liebte das Geheimnisvolle genauso sehr wie das Magische. Da bin ich wieder. Marianna stand lächelnd mit dem leeren Kupfertopf in der einen und einigen Lockenwicklern in der anderen Hand im Türrahmen ihres Ladens. Sie schaute sich nun die Dame mit dem Hut genauer an. Irgendetwas an ihr hatte Mariannas Interesse geweckt, vor allem oder trotz all der Flecken und Blüten. Und nun sah sie den Beweis. Winzig, aber für ein so geübtes Augenpaar wie das von Marianna unverkennbar, steckte da ein kleines Magierabzeichen an dem runden Hut inmitten eines unbewollt platzierten Blütenmeers. Sie hatte es schon einmal in einem der fantastischen Rezeptbücher aus Urgroßmutters Zeiten gesehen und erkannte es sofort wieder. Es war ein rosa-goldenes Siegel und in dunkelvioletten Buchstaben war CMDCEDP geprägt, was für den magischen Koch- und Backclub Club Marquis de Cuisine et de Patisserie stand. Das Siegel war von einem türkisfarbenen Schleifenband umrahmt. Klein, aber fein, genau wie jener sagenumwobene Club. »Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs?« fragte Marianna kess und direkt. Sie hielt nichts von Floskeln, die sich nur in die Länge zogen wie ein ausgelutschter Kaugummi. Die Dame, die es sich in dem bunten Chesterfield-Sessel an der salbeigrünen Fliesenwand gemütlich gemacht hatte und nun wieder bei Atemkräften war, stand auf und stellte sich mit einer überraschenden Bassstimme vor. »Gestatten Sie, Frau Marianna, ich bin Theodora Wabenschmidt. Ich habe bemerkt, dass Sie das Siegel erkannt haben und komme ohne große Umschweife, die sich unnötig in die Länge ziehen, wie ein altersschwacher Kaugummi, auf den Punkt. Seit 7 Jahrzehnten hüte ich die Geheimnisse unserer magischen Rezepte, und nun ist es an der Zeit, dass ich einige in der Welt verteile. Und Sie, liebe Frau Marianna, bekommen das erste.« Marianna hob verblüfft ihre linke Augenbraue, und wie Gevatter Wind, wenn er sich vom Toben ausruhte, flüsterte sie, »Donnerwetter, der Spruch mit dem in die Länge ziehen, könnte von mir sein?« grinste sie in sich hinein. »Ja, Frau Marianna, direkt und schnurstracks mögen wir das, nicht wahr? Ihre geliebte Oma und Mama haben diesen Spruch sicherlich auch oft benutzt, so oder so ähnlich, nicht wahr?« Frau Wabenschmidt nahm nun den Hut von ihrem Kopf und pustete einige Blüten gen Boden. »Ich bin mal so frei. Wie ich mir denken kann, werden Sie, liebe Frau Marianna, aus den schönen Blüten ein jedes für sich ein Meisterwerk der Quelle, etwas raffiniert Süßes erstellen und sie alles andere als achtlos in den Müll kehren.« Dabei lächelte Theodora Wabenschmidt zum ersten Mal.
Ihr tadelloses Gebiss kam zum Vorschein, und ihre braunen Augen funkelten fast schon wie ein allwissendes Buch im braun gezuckerten Kautschuk-Einband. Marianna erschauerte, aber weniger aus Grusel. Es war mehr so ein Oh, wie schön Gefühl. Aufgeregt tippte Marianna mit ihrem rechten Zeigefinger an den Kupfertopf. Das klingt ja spannend. Mögen wir uns vielleicht an den kleinen Tisch am Fenster setzen? Frau Wabenschmidt musterte Marianna. Du wirst dir meine Antwort darauf denken können. Beide lächelten sich an, und Marianna antwortete, ja, warum alles unnötig in die Länge ziehen, wenn wir es auch kurz und knackig im Stehen bereden können, oder? Ganz genau. Und da wir jetzt schon mal beim Du sind, hier das Rezept. Was sich dahinter verbirgt, das finde bitte selbst heraus. Es wird dir gelingen. Es ist einzig die Frage, wann. Und dann verschwand Frau Theodora Wabenschmidt, so schnell, wie sie vor mehr als einer Stunde in der Tür stand, noch ehe sich Marianna mit einem »Hier, eine Tüte mit Bonbons für deine weite Weltreise« bedanken konnte. Ja, da stand sie nun und überflog kurz das Rezept und legte los, da sie aus Erfahrung wusste, dass die Komeger jetzt erst mal auf Besichtigungstour in ihrer Gemeinde unterwegs waren und das schönste Blütenfrucht-Kleckshaus prämierten, hatte Marianna Zeit und machte sich ans Werk. Bis zum nächsten Morgen erwärmte, siedete, kochte, rollte, formte, drehte, rührte und klopfte sie. Erst als sie das erste Mal so einigermaßen zufrieden war, kaute sie, und ein kleines Mini-Bläschen formte sich aus ihrem Mund, und als es platzte, machte es kaum hörbar blüpp. Nein, das scheint noch nicht des Rätsels magischer Lösung zu sein. Ach, gleich noch einmal, dachte sich Marianna, und kaum zu Ende gedacht, schellte die Messingglocke. Marianna hatte die Zeit vollkommen vergessen, und die ersten Komeger kamen zur Tür herein, um für das Wochenende liebevollen Süßkram einzukaufen. Die Verkaufsrenner waren seit jeher die schimmernd transparent wirkenden Schaumaliergassen-Schaukelpferde. Die aussahen, als seien sie aus Seifenblasen gemacht. Sie schmeckten nach dem unbeschwerten Glück einer Kindheit, nach dem zarten Duft von frisch gemähtem Gras im Frühling oder nach dem ersten Schluck süßer Gartenlimonade an einem warmen Sommertag. Sie sahen also nicht nur nach Seifenblasen aus, sie schmeckten auch nach den kleinen, reinen Freuden des Lebens, nach all jenen Gefühlen, die Marianna mit ihrer süßen Kunst einfing. Neben den schimmernden, transparent wirkenden Schaukelpferden gab es in Mariannas Auslage noch die Kristallzuckerblüten. Winzige, handgefertigte Blüten aus Zuckerkristallen, die auf der Zunge wie ein sanfter Frühlingstau zergehen und das Gefühl geben, dass die Zeit stillsteht. Die Honiglutschkiesel. Glatte, braun-goldene Bonbons, die wie Kieselsteine aus einem Gebirgsbach aussehen und nach flüssigem, sonnengereiftem Honig schmecken. Sie geben dem Gaumen Ruhe und ein Gefühl der Erdung. Die Pfefferminzschnecken. Kleine, spiralförmige Schnecken, die aus einem grünen und einem weißen Minzstrang gedreht sind. Sie schmecken nach einer klaren Bergluftbrise und geben einen Augenblick voller geistiger Klarheit. Die Glückspilz-Lollis. Bunte, gesprenkelte Lollis in Form von Pilzen, die nach Waldboden und dem Übermut eines sonnigen Spaziergangs schmecken. Die Gevatter-Wind-Bonbons. Kleine, luftige Kissen aus Zuckerwatte, die im Mund zergehen wie ein Hauch. Sie haben den Geschmack von wilder Höhenluft und den leichten, süßen Duft von Blüten, die der Wind aus den Obsthainen davongetragen hat. Wer sie isst, spürt für einen Moment eine unbändige Leichtigkeit. Die Urmeer-Schlürfperlen.
winzige, perlmuttschimmernde Kügelchen, die im Kern eine flüssige, salzige Karamellfüllung haben. Sie schmecken nach dem Geheimnis des Urmeeres und hinterlassen ein Gefühl von uralter Weisheit und Geborgenheit. Die Oberganser Gipfelküsse. Zarte, schichtweise aufgebaute Trüffel aus weißer Schokolade und Heidelbeeren, die an die schneebedeckten Gipfel und die tiefblauen Beeren der Bergregion erinnern. Jede Schicht schmeckt nach einem anderen Aspekt des Gebirges. Mal frisch und kühl, mal süß und herb. Auch gab es die glitzernd bunten, klimperklebrigen Kristallstangen, die von der Decke in Mariannas Laden hingen und im ganz besonders schönen Sonnenlicht glitzerten. So manche Leute aus der Gemeinde hängten sie als sogenannte Suncatcher in ihre Fenster. Die Klebestangen fingen erst in Verbindung mit Wasser oder mit feuchten Zungen an zu kleben. Da es im Tal aber nur an ganz bestimmten Tagen im Jahr regnete, und das war schon seit über 2 Jahrhunderten so, da konnte man ganz anders als beim Gevatter Wind, der immer überraschend kam, die Regenuhr danach stellen. Und so hängen viele von diesen wunderbar schimmernden und wie feinstes Buntglas aussehenden und gedrehten Stangen nicht nur in Fenstern, sondern auch in Gärten und Hinterhöfen, unter Bäumen oder an Rosenbögen, ganz nach Belieben. Aber zurück zum magischen Rezept. Was eine riesengroße Herausforderung für Marianna war, anders als erhofft, glückte der Klebeteig nicht so schnell und leicht. Und statt dem magischen und sehr lauten Plopp, das im Rezeptbuch als Garant für die perfekte Rezeptur galt, war immer nur ein leises Blöpp oder Blapp oder Blub zu hören. Langsam aber sicher verzweifelte Marianna, und als zum 17. Mal an jenem Tag die Messingglocke schellte und Arthur und Mardur mit einem fröhlichen Gesicht zur Tür hereinstampften, das waren die Kinder der Wäschespinnerin Ursula Kneipenfuß, da warf Marianna den rosa changierten Klebeklumpen einfach hinter sich über die Schulter und trat anfangs etwas mürrisch an den Tresen. Aber als sie in die Gesichter von Arthur und Mardur blickten, wich der Missmut sogleich ihrem bekannten Frohsinn. »Na, was darf es denn für euch sein?« »Was machst denn so? Ist nämlich ganz schön viel Krach in deiner Küche und wir wollen wissen, wieso und weshalb und warum.« Kess blickten die beiden unsere Marianna an und sie fragte verwundert zurück, »Oh, bin ich so laut?« Die beiden zuckten mit den Schultern. Sie waren im Auftrag der Comega in den Laden geschickt worden. Nicht, dass Marianna zu laut war. Die Bewohner waren einfach zu neugierig. Schließlich wollte man wissen, was Marianna sich schon wieder ausdachte. Und wenn es so wichtig war, dass sie von Montag früh bis Sonntagnacht ihre Zeit in der Küche verbrachte und nicht mal mehr beim Wollbowling oder beim donnerstäglichen Ursula macht Blau-Spiel. Das jetzt zu erklären, würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen und die Geschichte nur unnötig in die Länge ziehen, wie einen ausgekauten Kaugummi, nicht wahr? Wollte man nun unbedingt in Erfahrung bringen, was Marianna da so zu produzieren versuchte. »Oh, ach herrje«, fuhr Marianna nach einem kurzen Seufzer fort. »Das, mit der Rezeptur für eine ganz speziell magische Bubblegum kann ich wohl vergessen. Es scheint mir nicht gelingen zu wollen.« »Na, dürfen wir mal gucken, wie's aussieht?« »Ach, da werdet ihr enttäuscht sein. Es ist nur ein typischer Kautschuk-Kaugummiklumpen. Ja, mit einigen anderen Zutaten zwar, aber optisch sieht er aus wie die »Bläst Gevatter Wind, dann klebe dich hiermit schnell fest« Masse. Aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr diese probieren und mir sagen, wie ihr diese geschmacklich findet. Was meint ihr? Dann seid ihr die allerersten, denen ich die heutige Masse zum Verkosten gebe.« »Oh, wie toll, 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 toll! Wir dürfen Süßes aber erst nach dem Mittagsschlaf probieren.« »Okay, wartet, ich gebe euch auch etwas mehr für eure Freunde und für eure Familie mit. Wie ich weiß, liebt ihr ja alle Kaugummis.« »Ja, vor allem deine.«
freute sich Arthur und Mardyr. Mittagsschlaf war ein gutes Stichwort, und Marianna merkte nun, dass ihr Schlaf fehlte und schloss den Laden für 1 Stunde zu. Sie stieg die bunt angemalten Bambusstufen hinauf in ihre ebenso buntfröhliche Wohnung und legte sich auf ihre gemütliche, von Polsterin Antje Federschuh extra mit dicker Wolle, Stroh und Heu ausgestopfte und mit lavendelfarbenem Samt überzogene Ohrencouch. Nach 1 Stunde dämmerte Marianna aus dem Schlaf und wunderte sich über die »Oh« und »Ach« und »Ha«-Rufe, welche aus der Schaumaliergasse hoch hinauf zu ihr und durch das geschlossene Fenster drangen. Marianna dachte natürlich sogleich, Gevatter Wind bläst wieder zum Durch-die-Luftblasenspiel, und geschwind sauste sie die Stufen hinab, rannte in die Küche und knetete die Klebekautschukmasse und stellte sich wie ein Cowboy bereit zum spielerischen Kampf in die Tür. Bis sie erstaunt bemerkte, dass die Komeger ja gar nicht durch die Luft flogen, sondern lachten, da einige der Bewohner mit riesengroßen, rosa-pastelligen Bubblegumsblasen aneinander klebten. Bewohner, man könnte durchaus sagen, Mund zu Mund zusammenklebten. »Oh, was für ein Schreck! Ich dachte, Gevatter Wind lässt wieder uns Komeger durch die Luft sausen.« »Ach du meine Nase«, rief Marianna erstaunt und machte große Augen, als sie das Blasenpaare-Zusammenkleben-Spektakel betrachtete. Und als sie die lauten Plopp-Geräusche vernahm, da frohlockte sie. »Es ist mir also geglückt!« Marianna blickte immer noch erstaunt um sich. Links und rechts in der Schaumaliergasse sah sie, die Aufzählung aller Beteiligten lasse ich mal deinetwegen und meinetwegen weg, wir würden nicht fertig werden und es würde sich ziehen wie, na du weißt ja. Jedenfalls sah Marianna eine Handwerkerin mit einem Musiker, eine Bäckerin mit einem Lehrer und eine Gärtnerin mit einem Bauarbeiter. Marianna schärfte ihre Pupillen und schaute genauer hin. Was sie sah, waren nicht nur riesengroße rosa Blasen. In jeder schimmernden Kaugummiblase leuchtete ein Bild auf, wie ein kleiner Film in einem durchsichtigen Ballon. Es war der reine, unverfälschte Herzenswunsch desjenigen, der ihn gepustet hatte. Und die Blasen, die sich fanden, waren Blasen mit dem gleichen oder einem sich ergänzenden Wunsch. Das war also das magische Geheimnis. Es war keine Rezeptur zum Festkleben von umherfliegenden oder Reparieren von kaputten Dingen, sondern es war eine Bubblegum-Rezeptur zum sich finden. Die Bewohner von Comege staunten, denn ihre Wünsche waren nun für jeden sichtbar. Und da lachten sie, ja, so sie konnten, und nicht miteinander zusammenklebten, weil das, was sich die Comeger wünschten, so wunderbar passte. Ein kleiner, mintgrüner, hellrosa Bubblegum von einem Handwerker, in dem die Sehnsucht nach harmonischen Klängen schimmerte, fand sich mit dem salbeigrünen altrosa Bubblegum einer Musikerin, die einen perfekten Raum für ihre Melodien herbeiwünschte. Ein korallenrosa Bubblegum einer Bäckerin, in dem der Wunsch nach neuem Wissen leuchtete, verband sich mit dem einer lachsrosa leuchtenden Bubblegum eines Lehrers, der von einem neuen Weg, seine Geschichten zu erzählen träumte. Sogar 2 Comeger, die sich stets komisch gefunden hatten, weil der eine den Tag mochte und der andere die Nacht, fanden einander, als sich der Wunsch des einen nach einem kühlen Mondschatten mit dem des anderen nach einem warmen Sonnenstrahl traf. Die Wunschblasen mit ihren Menschen dran fanden sich nicht nur, weil sie das Gleiche wollten, sondern weil sie auch das suchten, was ihnen fehlte. So sehnte sich der eine nach dem, was der andere hatte. Sie waren wie 2 Puzzleteile, die perfekt zusammenpassten, gerade weil sie so unterschiedlich waren.
Diese magische Erkenntnis, dass das Glück nicht nur in der Spiegelung, sondern auch in der Ergänzung liegt, durchströmte die gesamte Gemeinde. Die Menschen lernten sich durch ihre Wünsche kennen, fanden sich in ihren innersten Sehnsüchten und waren glücklich damit. Sie merkten, dass ihre Wünsche oft miteinander verbunden waren und neue Projekte schufen. Die Handwerker fanden sich mit den Musikern und organisierten gemeinsame Leseabende. Die Gärtner und die Bauarbeiter trafen sich, um neue Gärten zu planen und anzulegen. Die Gemeinschaft wuchs und wurde stärker, verbunden durch die Magie der Herzenswünsche. All das sprach sich natürlich herum, denn ein Briefträger aus Comege musste zu Fuß nach Verbana, der zweiten Ortschaft im Tal des Overgansgebirges, um eine Lieferung zu überbringen. Was er nicht wusste, war, dass er ein Päckchen mit den magischen Bubblegums an Familie Schmörfried brachte. Ihre Tante Gottlieb Waldhauer, ehemals Schmörfried, war nicht mehr so recht zu Fuß und daher schickte sie ihren Verwandten Briefe oder in diesem Fall ein Päckchen von Comege nach Verbana. So kam es, dass die Kunde von den magischen Bubblegums die Runde auch weit über jenes immergrüne Tal machte und Touristen anlockte, die das Spektakel vor Ort bestaunen wollten. Selbst die Overganser kamen aus ihren geheimnisvollen Berghöhlen und schauten mit ihren selbstgeschliffenen Fernguckgläsern sich das Treiben da unten gespannt amüsiert an. Dazu gab es Bergmarillenpopcorn oder Mariannas Urmeer-Schlürfperlen. Die liebten alle Overganser sehr, und es ist bis heute ein Geheimnis, wie sie an diese Leckereien herankam, da sie doch niemals nie vom Berg hinabstiegen. Da die Gemeinde zu klein für solche Menschenmassen war, sperrten die Bewohner mittels bunt leuchtender Kautschuk-Klebestreifen mit extra Klebekick das Tal von Comege bis Verbana ab, und Marianna verschickte die magischen Kaugummis nur noch per Post. Sie hatte alle Hände voll zu tun, doch sie dachte stets an die vielen Menschen, die ihre Kreationen so liebten. Immer wieder rief sie: »Wenn aus, dann aus, und dann heißt es warten. Geduld ist schließlich eine Tugend.« Sie wusste, dass die Nachfrage ihre Vorräte einmal pro Woche überstieg, und sie hatte eine solch große Freude daran, anderen eine Freude zu bereiten, dass sie immer schnell Nachschub besorgte. Sie hatte selbst noch keine eigene Familie und daher genügend Zeit für ihr magisch süßes Schöpferhobby. Sie wünschte sich natürlich insgeheim auch einen Partner und viele Kinder, jedoch momentan war daran gar nicht zu denken. Ihre Eltern Ludmarsch und Rosigunde reisten um die Welt. Sie waren wahre Abenteurer und verweilten gerade im Babblerland bei den Babblern einige Wochen. Sie schrieben ihr eine hübsch bedruckte Postkarte, dass selbst im Babblerland ihre Bubblegums geblasen wurden und es ein faszinierendes Blasenspektakel jeden Tag zu sehen gab. Da aber die Straßen im Berufsverkehr nicht mehr andauernd mit Menschenblasen verstopft werden sollte, gab es dort Bubblegums-Blasenzeiten. Verrückt, dachte sich Marianna beim Lesen der Zeilen und freute sich über die Grüße aus der Ferne. Und so sah man aus dem Schornstein von Mariannas Laden Mint, Salbei, Türkis, Rosa, Violett, Magenta, Regenbogen und allerlei farbene Zuckerwattewolken emporsteigen, und zwar von Montag früh bis Sonntagnacht. Als sie wieder einmal eine ihrer magischen Bubblegums pustete, hörte diese Blase nicht mehr auf zu wachsen. Marianna wusste, dass diese immer größer werdende Blase nie platzen würde, bevor sie nicht auf das passende Wunschblasengegenstück traf. Dabei hatte sie doch gar keinen Wunsch gedacht. Aber ihr Bewusstsein wusste sehr wohl, was sie sich ganz tief im Herzen wünschte. Und so ging es los. Marianna hob ab.
Erst über den mintfarbenen Fliesenboden, dann durch die gerade von Arthur und Mardur geöffnete Ladentür, die staunt nicht schlecht, und schließlich höher und immer höher in Richtung Himmelszelt. Sie schwebte vorbei an den massiven Bergsteinen und kam vorbei an den erstaunten Obergansern, die mit ihren Teleskopsonnenbrillen schon fast grotesk aussahen. Sie winkten ihr zu und schlürften dabei an ihren Urmeer-Schlürfperlen. Marianna winkte zurück, was gar nicht so einfach war, wenn man mit dem Mund an einer so riesigen Bubblegumblase hing. Sie hätte doch einfach den Kaugummi ausspucken können. Ach, siehst du, das hatte ich vergessen dir zu sagen. Weder platzt die Blase, bevor sie nicht auf ihr Gegenstück stieß, noch konnte man sie aus dem Mund ziehen oder ausspucken. Ein Ding der Unmöglichkeit. Darin lag auch das Abenteuer, weil man nie wusste, wohin es mit der Bubblegum und einem selber ging. Blieb man auf dem Boden oder hob man ab? Eine Frage, die man unmöglich vorher beantworten konnte. Und noch etwas, was ich persönlich immer sehr amüsant finde, denn auch ich hing mal an so einem Blasenwunschfreund. Die riesigen Blasen verdeckten die Gesichter, so dass man oft nicht erkennen konnte, mit wem man Blase an Blase durch die Luft schwebte. Erst beim Platzen, und wann der perfekte Moment dafür gekommen war, das entschieden die Blasen ganz individuell, konnte man sich dann endlich erkennen und sich einander vorstellen. Doch, es gab Ausnahmen. Wenn die Sonne oder der Mond, je nachdem, wann der Wunsch gedacht und die Blase geformt wurde, besonders hell schien, konnte man im Schein des Lichts manchmal die Umrisse des Gegenübers erahnen. Und so fand Marianna 130 Kilometer weiter hoch droben in der Luft ihr Gegenstück. Bernard, einen Kleinmaschinenpiloten und leidenschaftlichen Bergsteiger. So hoch oben in der Luft schwebend und langsam zu Boden gleitend, sahen sie all die rosa pastellfarbenen Bubblegums am Erdboden oder in der Luft fliegen. Nur wenige Meter neben ihnen schwebte zum Beispiel Heidrun aus Bölofelden und Sigismund aus Vermont. Sie winkten sich zu und der Wind blies sie sanft weiter in eine andere Richtung. Ja, Gevatter Wind hatte ein neues Spiel für sich entdeckt, da so einige Bubblegums mit Menschen dran weltweit durch die Lüfte schwebten. Er blies mal hier und mal da, und so landete man an ganz fremden Plätzen, und das Abenteuer nahm seinen weiteren Lauf. Hatte man genug Bubblegums einstecken, so brauchte man sich nur etwas wünschen und blasen, und man käme schnell oder auf Umwegen zurück. Aber das funktionierte nur, wenn der Wunsch, egal wie klein oder groß, ein reiner Herzenswunsch war. So manche Menschen sind noch heute zu Fuß oder in der Luft unterwegs und versuchen wieder nach Hause zu gelangen. Seitdem ploppte es nicht nur im Laden von Marianna, sondern hier und da und dort hoch droben oder tief drunten. Und Marianna rührte und knetete und kreierte die magischen Bubblegums und andere neue Süßkreationen, die nie zu süß, manchmal jedoch fast zu klebrig waren. Und das Staunen und Wundern überploppte die gesamte Welt. Marianna hatte ihre Bestimmung gefunden. Und in Bernards Augen, die das Funkeln des Himmels und die Weite der Berge spiegelten, wusste sie, dass ihr eigener, unbewusster Herzenswunsch nicht nur der Zauberin, sondern der Liebenden bereits in der ersten großen Blase versteckt war. So kreierte sie fortan für die Welt. Allerdings gab es eine große Änderung, die für jeden gut lesbar auf Mariannas Ladenschild stand. Samstag bis Montag ist geschlossen. Es waren für Marianna und ihren Bernard Ruhetage, die nicht zum Ausruhen, sondern zum Erkunden dienten. An der Seite ihres Bergsteigers und Piloten Bernard begab sie sich auf ungeahnte Abenteuer, wie nächtliche Zauberzeremonien mit den geheimnisvollen Overgansern im Inneren der Berge. Jedes Mal, egal wo sie waren,
steckten neue Ideen für noch mehr Zauberzeug in ihren Rucksäcken. Hatte ich schon die Panellzwerge erwähnt? Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Aber jetzt ist hier Schluss. Das Wichtigste ist erst einmal erzählt. Und alles andere wäre nur langgezogen wie ein ausgekauter... Na, du weißt schon. Plopp! Mariannas Bubblegums. Geschrieben von Romy van Mader. Gelesen von